jetzt schon frühstücken. Jetzt müssen wir einmal unser Zimmer ausräumen. Heute ziehen wir ja um in das Bungalow da unten. Noch näher am Wasser. Das wird cool. Ich räume gleich schon mal ein bisschen auf. Apo sitzt noch vorne und klärt einmal mit dem Transportservice hier, wie wir das machen mit unserer kleinen Reise nach Nusa Penida. Ja, dann räume ich mal auf. Wir wollten heute ursprünglich nach Ostbali. Hat es leider nicht so geklappt. Mit dem Roller ist die Strecke nämlich viel zu weit und das mit dem Fahrer hat halt nicht geklappt. Deswegen besuchen wir 1, 2 Wasserfälle hier in der Nähe. Ne? Genau. Auch gut. Wir sind jetzt beim ersten Waterfall, Blangsinga Waterfall. Eintritt kostet 20.000 pro Person. Und hier stehen noch ein paar Regeln, an die man sich halten soll. Unter anderem nicht an der Kante sitzen, nicht schwimmen unterm Wasserfall. Du stehst direkt davor mit deinem Kopf. Ja, eigentlich so das, was man kennt. Immer diese Treppen überall. Der Weg führt schon ganz schön runter. Da müssen wir hin, ne? Genau. Hier kann man auch lang laufen. Man darf nur nicht dieses Band hier übertreten. Da hat auch jemand irgendwelche Kunstwerke und Steine gemacht. Wir sind angekommen. Sehr schöner Wasserfall. Das sieht natürlich auch echt schön aus hier mit den ganzen Steinchen, die sie da zusammengebaut haben. Ziemlich strömig. Strömig. Ja, du kannst, also musst schon richtig Kraft aufwenden, um gegen zu werden. Ja, Aber ein schöner Wasserfall. also man merkt, ja, die Strömung ist sehr stark auf jeden Fall. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben hier jetzt eine ganze Weile gechillt. Jetzt machen wir uns langsam auf den Weg zum nächsten Wasserfall. Ist übrigens auf jeden Fall ein sehr schöner Wasserfall, auch total cool, dass man da drin schwimmen kann. Es ist auch nicht allzu kalt, wie ich das von anderen Wasserfällen kenne, aber das Wasser ist auch nicht so klar, wie ich es von anderen Wasserfällen kenne. Trotzdem sehr empfehlenswert. Am besten, eigentlich wie an jedem anderen touristischen Ort, so früh wie möglich kommen, damit die wenigsten Leute da sind. Also man merkt, hier kommt zwischendurch immer so ein Schwall Touristen und ja, kann aber auch Glück haben in der Zeit. Wir wollten uns jetzt gerade noch so Snacks gönnen, die wir gekauft haben. Meiner ist beim Aufmachen leider weggeflogen. Ja, probier das. Da unten diese Rolle. Wir sind jetzt beim Canto Lampo Waterfall. So werden wir begrüßt. Hallo. Okay, auch hier Eintritt wieder 20.000 pro Person. Also man kann sich tatsächlich immer auf die Schilder verlassen. Die sind immer gut ausgeschildert, wenn man in der Nähe eines bestimmten Spots ist. Achso, du meinst Richtungsschilder, Wegweiser. Ja genau, dass man immer die Schilder immer übersichtlich sieht, ne, wo lang man muss und so. Und da wir ja eine Offline-Map benutzen, kann ich euch auch sagen, wie die heißt. Maps.me nennt sich die. Die könnt ihr runterladen. Die ist ganz gut, wenn ihr nicht Internet habt, so wie wir.
Unlimited Roaming geht natürlich ganz normal, aber wenn ihr eine lokale SIM-Karte haben möchtet, müsst ihr am Flughafen eure E-Mail-Nummer registrieren lassen, sonst wird das Handy gesperrt. Wir haben das jetzt mal nicht gemacht. Hier kriegt man eigentlich wirklich, egal wo man ist, kostenloses Wi-Fi. Muss man halt immer nach dem Passwort fragen. Wir nutzen einfach das reicht uns vollkommen aus. Und halt diese Offline-Map. Ja, Internet braucht man sich keine Sorgen machen, ja, definitiv nicht. Also falls ihr nicht so oft am Handy sein möchtet, kann man auch eine Offline-Map einfach herunterladen und sie funktioniert auch sehr gut. Mir gefällt schon mal, dass es keine Treppen sind. Ja, warte ab. Oh, doch Treppen. Es gibt hier auch eine Höhle. Tanhana Cave. Oh, ist ein bisschen voller, ne? Also für den kleinen Platz voller. Ja, aber von der Natur-Dings her ist es viel schöner hier. Das eine war halt so, ne, so ganz groß, mittig so. Hier ist es so ein bisschen mehr Natur. Wir hauen wieder ab. Dieser Wasserfall hat sich nicht gelohnt. Viel zu überfüllt. Die Leute stehen da die ganze Zeit nur rum und warten, bis sie mit ihren Fotos an der Reihe sind. Wirklich schwimmen kann man auch nicht. Naja, unserer Meinung nach lohnt sich das nicht so wirklich. Haben aber diese kleinen Statuen bzw. Kunstwerke im Felsen entdeckt. Ganz lustig aussehen. Du fandest den auch nicht so geil, ne? Nee, ist zu überfüllt. Am Anfang dachte ich so, okay, ist geil, aber danach, nee, dann hat sich der erste auf jeden Fall gelohnt. Wir haben auch die Höhle entdeckt. Verlassene Höhle. Verlassen und zugemüllt leider. Mal wieder. Aber hier sind richtig coole, wie heißt denn das nochmal, wenn man sowas in die Felsen macht? Felsenritzerei? Nein. Skulptur. Hauerei, Steinhauerei oder nicht? Steinhauerei kann ich sagen. Felsenhauerei, irgendwie sowas. Wir haben jetzt unser Raum gewechselt. Hier sieht es ein kleines bisschen anders aus. Ein bisschen andere Farben, nicht ganz so bunt wie der andere Raum. So sieht es hier aus. Oh, wie so ein Himmelbett, das fällt mir jetzt erst auf. Oh, schön. Kleines bisschen anders. Au. Ja, hier haben wir halt den direkten Blick. Einfach schön. Was soll man dazu sagen? Also dieses Resort, also bin überbelichtet. Das war jetzt wirklich so ein Highlight unserer Reise, auch wenn es erst das zweite war, wo wir waren. Aber der Service hier ist 6 Sterne. Die Unterkunft, die Nähe zur Natur, alles einfach perfekt. Yeah. Germany. Ah, okay, nice. From you. Where are you going? Ubud. Yeah. Ubud Market. No, Ubud Market. Der wollte unbedingt, dass wir bei ihm Backkochen probieren. Und wir machen den. Wie bitte? Kurzes Breakout. Dreimal. Ja, so redet er, wenn die Kamera nicht da ist. Wir sind hier im eher etwas größeren Café. Da geht es lang zum Monkey Forest. Also ja, sehr in der Nähe, da hatten wir letztens ein Eis gegessen. Wir trinken jetzt einen Eiskaffee, einen Americano. Ich muss sagen, die Eiskaffees hier schmecken immer ziemlich gut. Wir sind jetzt in Ubud angekommen, im
Zentrum so gesehen. Irgendwo hier soll es wohl einen Markt geben, hat Abu gelesen, der aber vielleicht auch schon zu hat. Wir schauen mal, was wir hier finden. Wo soll der sein? Weiter rein oder? Der Market, Ja. der soll hier einfach irgendwo sein. Wir werden ja gleich mal abchecken. Thank you. Thank you. Ein sehr schöner Laden. Wir machen kurz Pause. Da braucht jemand wieder ein Pflaster. Kauft euch gute Schuhe, Leute. Probiert sie schon vorher aus. Also, so von dem, was wir herausgefunden haben, gibt es nicht mehr, oder gibt es nicht, oder vielleicht ist er auch schon zu, den Markt da hinter der Wand. Stattdessen hier am Straßenrand ganz, ganz viele kleine Stände, die das so an die Wand hängen oder auf kleine Ständer. Bieten alle fast das Gleiche an. Und schon eher. Oh, das sieht so schön aus. Ich will ein Foto machen. Ich muss euch diesen Sonnenuntergang zeigen. So schön. Traumsonnenuntergang. So muss das sein. Also, ich habe mir jetzt endlich ein Strandtuch gekauft. Hier. Wie viel? Erstmal hat sie 200 gesagt und ich habe hart runtergehandelt. Bis auf 20 und habe dann drauf beharrt. Und habe gesagt, nee, ich gehe jetzt. Und dann kam sie irgendwann, hat sie gesagt, okay, 30. Und dann haben wir es mitgenommen. Yes. Und die war echt sehr nett. Thank you, one is enough. Die Leute hier sind einfach so süß. Hier, sie hat direkt 20 gesagt, aber die war noch nicht so schön. Ja, also du kannst natürlich krasser handeln bis irgendwann, aber irgendwann ist es auch so, ja, nicht mal menschenwürdig, so, weißt du? Ja, irgendwo So, muss auch. irgendwo müssen sie auch Geld verdienen. So. Let me see. Thank you. Ach, was für süße Plätze. Viel Platz für uns beide. Ja. Das ist das Essen. Chicken, Ente und verschiedene Salate. Quack, quack, quack. Bebek. Bebek, quack, quack, quack. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Bevor ich sage, ob wir es euch empfehlen oder nicht, einmal kurz die Story zum Namen, die ich gelesen habe. Bebek Bengil heißt Dirty Duck, dreckige Ente. Und der kommt daher, die haben damals 1990, als es hier erbaut wurde, ziemlich lange überlegt, welchen Namen sie dafür nehmen wollen. Und damals waren hier drumherum noch alles Reisfelder, das ist jetzt nicht mehr. Und an einem Morgen kurz vor der Eröffnung, stand immer noch kein Name fest, gab es einen starken Monsunregen. Da waren hier schon, also der Boden war schon fertig, die Tische waren da. Und dann sind hier wohl Enten reingeflogen. Die Besitzer meinten dann, die Enten waren ihre ersten Gäste. Deswegen haben sie den Laden Bebek Bengil, dreckige Ente, genannt. Ja, es ist ein ziemlich gehypter Laden hier unter den Einheimischen als auch unter den Touristen. Wir
würden den Laden aber tatsächlich nicht wirklich weiterempfehlen. Das Essen, so hart es auch klingt, war irgendwie ein bisschen langweilig. Wir haben schon auf jeden Fall Besseres gegessen. Ich sag's mal so, mein Hähnchen schmeckt vom Hähnchenwagen besser. Saftiger, gewürzter. Aber die Location ist auf jeden Fall sehr schön. Dafür lohnt es sich vielleicht rüber zu gehen.